Na? Hm. Ne, der will nicht mit uns reden. Okay. Hey, this area is off limits. You need permission to get in or a warrant. Da dürfen selbst wir nicht durch. Okay. Müssen wir wohl näher zum Scannen, ja. Unzulässige Lackierung. Okay. Die einmal komplett drumherum. Warum nicht? Wie, das ist kein Markeingang. Ich finde schon. Something's coming. I can feel it. Einbahnfußweg. Also was fehlt denn noch? Haben wir noch was? Juk. Stollene Uhr. Hier wirkt die Stadt sogar relativ friedlich, gell? Polizei, hier ist ein Geisterläufer. Wir sind die Polizei. Was für ein Gedanke. Da ist auch was für uns. Komm, gehen wir mal gucken. Wie können wir denn da helfen? Help! Help! This rascal was trying to steal my cart. Look what he's done! Have I just wrecked your life savings? Tough shit, stinker. Verstoß. Belästigung von Zivilisten. Kann ich helfen? Ah, ich muss näher. Antisocial behavior towards a fellow citizen can be classified as a crime. So, wir dürfen mal wieder. Der hat den Zivilisten belästigt. Was machen wir? Das kann nicht toleriert werden. Strafmandat ausstellen. Oder das zweite. Diesmal werde ich es durchgehen lassen. Verbannung aussprechen. Sowas ist eigentlich nicht nett, gell? Geiz? Tja, hast Pech gehabt. Lesson for the future. To save yourself the trouble. Clean up on the double. You can't do it. I was only messing. I could have just picked it all up. Hey, you tell him, Robot Man! What a fucking joke! Nö, wir machen da keine Witze. Aber ja, die Stadt ist sehr hübsch gemacht. Dafür, dass das ganze Szenario eigentlich eh so düster ist. Die Radios lohnen sich zwischendurch. Jetzt hören wir Werbung. Today, the whole nation mourns the loss of Mr. Pinky, host of America's most beloved children's show, Growing Up with Mr. Pinky. Oh. He was brutally murdered by a motorcycle gang in a Chicago brothel after a heroin smuggling gone wrong. Da hinten was, ich glaube nicht. Schade ist, dass man da so nicht drüber darf. Ganz genau.
Die anderen Nachrichten, was heißt Nachrichten? Spots lohnen sich auf jeden Fall auch. Mehr sage ich aber nicht. Ich weiß nicht, ob die genauso wiederkommen, wie wo es ich gemacht hatte. Verstoß. Ungenehmigte Entsorgung von Abfällen. Littering is prohibited. What was I supposed to do? I've missed the garbage collection and we had fish on Friday. You have no idea how much it reeks. Ich hab Müll verpasst und ja, okay. Mhm. Und wir hatten doch Fisch am Freitag. Erstens, das ist keine Entschuldigung. Strafmandat ausstellen. Oder zweitens, wir können gehen, Verwarnung aussprechen. Ui. Wir haben einen Gleichstand. Will noch wer? Ach komm, traut euch. Wirklich? Wenn ihr nur den Fisch reinwerft, freuen sich die Möwen. Oder so. Kommt drauf an, wie sehr er stinkt. Gehen dann die Möwen überhaupt noch dran? Und nochmal eine 2. Okay, vielen Dank, damit ist es entschieden. Es gibt nur eine Verwarnung. I will not issue a ticket on this occasion, but remember that littering is like dumping negative emotions on others. It spoils the relationship. Still better than a spoiled fish. Besser wie schlechter Fisch. Naja, das lasse ich mal so stehen. Ist da unten vielleicht noch was? Ich glaube aber nicht. Nö. Und das sieht fast so aus, als wären wir da hinten gebraucht. Ah, da leuchtet was grün. Etwas Nuke. Ich glaub jetzt, ist weg. Aber hier kommen wir ganz sicher nochmal hin. Früher oder später. Hey, Robo! Saw you on the TV. Come here. I haven't congratulated you yet. Er hat Casey Carmel getötet. Okay. Können wir helfen? He's my favorite TV star. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. Okay. Ich tue nur meine Pflicht. Das erste, das zweite, live bin ich sogar noch besser. Und das dritte, ach, das Fernsehen übertreibt gerne. Die goldene Mitte würde ich ja mal ausschlagen. Ich meine ja bloß so. Wir tun nur unsere Pflicht. Okay. Mehr machen wir nicht. I was merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute.
Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. Ich glaube ja. Also da können wir alles machen. Machen wir auch. Ist der Obdachlose da hinten involviert? Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. Ich glaube, es gibt Schlimmeres wie Märchen über grüne Männchen. Do you have any thoughts about that murder? I'd bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo, and the body's covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. Vielleicht weil er gerne isst? OCP macht sich viel zu viele Gedanken über die Kosten. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? I will look around. We must bring the murderer to justice. Wir dürfen, okay. Reifenspuren. Aktiviere die Robosicht, um Feinde und wichtige Objekte in der Umgebung hervorzuheben. Du kannst die Objekte untersuchen oder sie im Kampf einsetzen. Machen wir es dort Reihe nachher. Störe ich dann, ne? Das seht ihr die Ergebnisse nicht. Verstreuter Abfall. Irrelevant für den Fall. Poor Casey. Custom extended wheelbase. Have you seen a vehicle like this around? Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Robo. Naja, ist unsere Aufgabe. Erzählst du uns jetzt was über kleine grüne Männchen? What do you know about the dead body we found here? It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens. I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. What list? It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Eine Liste mit Aliens, die in Detroit leben. Erstens, stehe ich auf der Liste oder sollte man sich die Liste ansehen? Wer zweitens? Okay, zweitens hat's gewonnen. It is an estimated 7 years of police work to go through that list. Does this make it worthwhile? The scale of this conspiracy frightens me too. But maybe we can narrow it down if you found any clues at the scene. You know, something unusual. I'm afraid I cannot rely on your assumptions, but please do stay available for further questioning. Okay. Ich wieder weg. Blutgruppe AB negativ. Nicht weiter versteckt. Okay. Lieb hier, wie es aussieht. Nee, da ist noch was. Yeah, probably belonged to our victim. Let's try to find other clues.
Stiletto-Größe 40 und... irrelevant für den Fall. Na klar. Warum? Die scheint aber Interesse dran zu haben. Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Sind hier lieber. Dann könnt ihr das richtig sehen. Her heels Abnutzungsspuren. when the body was dragged. Ja, das hatte sie ja schon gesagt. Da ist doch noch was. Jawohl. Nasty wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. Irgendwo haben wir da noch was hier. That's this green-blue shit under her arm. No idea what it might be, but there is more of it around. Okay, wir dürfen den Zeugen nochmal befragen. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Erzähl mir doch mal von den Aliens. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with and years later develop serious diseases from. Okay. Und der Drehort? Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? Nö. Aus seit Jahren kein Fernsehen mehr, Alter. Hätte mir jetzt keiner erzählen dürfen. Und was bezweckst du genau mit der Liste? What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. Die Erklärung hat man auch noch nie gehört, warum es die Mondlandung nicht gab, oder? Es gab diesbezüglich ja schon viel, was man so mitgekriegt hat. Aber sie gab es nicht, weil es den Mond ja nicht gibt. Kommt man da drauf, bitte? Ich weiß nicht. Wenn es keinen Mond gibt, ja klar, nee. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Now, the set. Ich glaube aber nicht, dass das groß hilft. Lego. Ich glaube, wir müssen mal reden. Hm? Teddy, aha. Gestern erst bei Facebook so ein Meme gesehen. Wenn jemand erzählt, dass die Mondlandung inszeniert war, frag einfach, wie? Du glaubst an den Mond? Das finde ich nicht mal schlecht als Konter. Oh. Was für ein Gedanke. Aber ja, das ist spitze. Halt, wir hätten auch da lang gehen können.
weiß gar nicht. Weil es gibt einen Nachteil. Manches, was jetzt zum Sammeln ist, wenn wir später zurückkommen, ist nicht mehr da. Wir haben bei manchen Objekten nur einmal die Möglichkeit, sie zu sammeln. Hat jetzt keine wirklichen Auswirkungen auf irgendeine Errungenschaft, aber mich würde sowas stören. He's real good. Asks me for money. Only a moron steals from a beggar. That's what I said. But then he started shooting. Okay. Bettler überfallen. Mhm. Gut, wenn wir da hoch können. Schade, dass man nicht genau sieht, wie er hochklettert. You see that guy down there? He's an asshole. Welchen Typen? Da gibt's mehrere. Da würde ich ja gern mal rein, aber ja. Da liegt was. Eine gestohlene Handtasche. Und eine Geldbörse. Eieiei. Und dann steigen wir wieder runter. At least it ain't raining. Was ich vorhin meinte. Gefühlt trostlos genug. Und da wäre das mit Sort. Nee, da will ich gerade noch nicht hin. Wir machen erst die andere Aufgabe. Ach nee. Fatal Error. Schwierig. Schwierig. Hatte ich so während des Spielen auch ein, zwei, aber nie dramatisch, Gott sei Dank. Fatal Error. Das war bestimmt der Einfluss des Mondes. Auf so eine Idee kann nur Lego kommen. Okay, zum Filmset gehen. Na klar, das ist ja. Bin am Überlegen, ob ich da nochmal hochsteige. Aber es gibt ja nur Punkte. Die Marsmännchen haben das Spiel entführt. Oh. Ich glaube, Teddy ist da was Geheimnisvollem auf dem Weg. Auf der Spur. Nicht auf dem Weg. Oh weh. Mike was driving and we heard what we thought was a blown tire, but it was just a gunshot. Okay. Bin ich trotzdem noch mal am Überlegen, darauf zu gehen. Ach komm, wir lassen's. Lasst mich raten. Verstoß, gefährliche Freisetzung von Öl. Na dann. One that likes swimming in oil surely must be swimming in money. Wer gerne in Öl schwimmt, muss auch in... Bitte nicht. Jetzt los. Willst du mich veräppeln? Jetzt ist richtig abgesammelt. Hä?
Und da haben wir da eine ganz schlechte Stelle. Das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Gut, wir können auch Spiel wechseln, aber das habe ich noch nicht vorgehabt. Da wäre das zu früh. Aber wieder nach so einer Aktion. Habt ihr mit dem letzten Patch Mist gebaut? Ich frag so. Wir können es auch erstmal lassen, so ist es nicht. Aber bevor man hier aus der Gegend rausgeht, sollte man es eigentlich abschließen. Schwierig. Und du meinst, das hatte hier Auswirkungen, Lego? Meiner läuft. Mike was driving and we heard what we thought was a blown tire, but it was just a gunshot. Eine Handtasche? Nee, ich gehe lieber mal andersrum. Aus Gründen. Getötet. Oh. Wenn wir schon bei so einem Verschwörungstheorien-Szenario sind. Lego? Hast du auch an die Luftlöcher gedacht? Einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank für 24 Monate im Löwenrudel. Damit der zweite ist ab Geburtstag. Nie schlecht. Ja, jetzt kann es ja nur besser laufen, oder? Da durften wir ja vorhin nicht rein. Mal gucken. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. Okay, wir dürfen rein. Vorhin durften wir nicht. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. Nö, wir kommen nicht weiter. Ich kann gerade nicht mal draufdrücken. Ich dachte, es wird alles besser, wenn Dragon kommt. Wir probieren es noch einmal, ansonsten wechseln wir das Spiel. Aber ich kann das an der Stelle ohne euch ja gar nicht weiter probieren. Das fehlt ja dann. Das war zu viel. Ist nicht der erste Absemmler. Wie gesagt, ohne OBS läuft's. Ich glaube, das mag hier irgendwas nicht. Finde ich aber nicht nett. Jetzt lassen wir schon das andere mit dem Sammeln weg.
Die Ölarche lassen wir weg. Okay, wir können uns da durchschieben. Stückchen für Stückchen. Wir hatten sowas aber schon mal. Ich weiß gar nicht, was das für ein Spiel war. Ohne Stream ging's mit. Katastrophe. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Er hat ein Problem. Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. Mhm. But it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. Und Ego, ich meine Luftlöcher, nicht Löcher. Du musst an die Kleinen denken. Also, aber zurück zum Thema. Erstens, Ihr Vorschlag ist strafbar. Zweitens, die Schuldigen werden bezahlen. Oder drittens, ich will nur Gerechtigkeit. Was nehmen wir? Klar. Sie kann uns überall Zugang beschaffen. Nee. Ich will nur Gerechtigkeit. Nee, 3 führt. Okay. I only carry out the request of justice. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there, but look for something on Jenkins, too. Reifenspuren. Sind das dieselben? Reifenspuren und Radstand stimmen überein. Es sind dieselben. Dann Block 5000. Substanz stimmt mit der überein, die an der Leiche des Opfers gefunden wurde. Ach, egal, wenn wir am Strand liegen oder im Freibad oder sonst wo und grün sind, dann haben wir bloß Sunblock 5000. Wobei, wenn die für eine grüne Sonnenblocker einen Werbespot drehen und das von einem Greenscreen, gut. Der Hauptdarsteller passt auf die Beschreibung des Verdächtigen. Ja, wir waren ja vorhin bei Aliens und grünen Männchen und ja. Null neue Mitteilungen. Tschüss. Von Niki Treu, Assistentin der Aufnahmeleitung, an Theresa Robinson, Aufnahmeleiterin. Vorbereitung des Nachtdrehs. Tess, mach dir keine Sorgen. Ich werde mich um alles kümmern. Aber du solltest wissen, dass unsere Leute Angst davor haben, nachts zu arbeiten. Vielleicht sollten wir für mehr Sicherheitspersonal sorgen. Ach, Sicherheitspersonal. Autos, die am Set parken dürfen. Aktualisierte Liste. Ein zusätzlicher Lieferwagen gehört nicht zum Team. Ja, die Nummer hätten sie aber auch aufschreiben können, oder? Ich meine ja nur. Ronny Burke, Agent, an die Aufnahmeleiterin. Theresa,
Tut mir leid zu hören, dass du Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit Jerry hattest. Du musst ihm verzeihen, er ist schlecht gelaunt. Du weißt ja, wie sensibel er als Künstler ist. Zum Glück bin ich schon lange genug sein Agent, um zu wissen, was ihm helfen kann. Nämlich die Gesellschaft eines netten, schönen Mädchens. Keine Sorge, ich werde alles selbst arrangieren. Stell das einfach dem Kundenkonto in Rechnung. Okay. Mehr haben wir ja nicht. Und dann hat er natürlich bessere Laune, klar. Die Leiche war dann wohl das Mädchen? Teddy, finden wir es raus. Vermute ich aber mal. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? Ja, und? Sie waren mit Sandblocker verschmiert, erste oder zweitens. Ihre Nachrichten beweisen ihre Verwicklung. Ich weiß gar nicht, ob wir da beides nehmen können an der Stelle. Kann ich euch gar nicht sagen. Lego, raus. I read your messages. They seem to connect you with the case. Would you like to explain? You've read my private messages? How did you get access to them? That bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. Ja, sehr zuvorkommt. I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Okay. Warum wurde die Zweitbesetzung eingestellt? Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Er ist der Schauspieler für den Spot, aber nein. Darf den Sandblocker nicht nutzen. Ist ja giftig. Für was machen die da bitte Werbung? Und wo steckt er jetzt? Where is the understudy now? I have no idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guy's in the hospital or worse, because if he's not, I'll kill him myself. It's a joke, of course. You understand jokes, don't you? So was solltest du uns gegenüber aber nicht sagen. Show me the footage. Check the camera footage. Okay. Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take... Take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. Tja, das sieht nicht gut aus für unseren Schauspieler. Your understudy offered you the services of a prostitute.
She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Das sah in dem Video aber doch etwas anders aus, oder? Erstens, das Vorenthalten von Informationen ist eine Straftat. Oder zweitens, gestehen Sie jetzt, sonst... sonst was? Wie eins. Ah, okay. Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Mit Ihnen bin ich noch nicht fertig. Okay. Traue mich gerade nicht mal mehr was anderes anzufangen. Gucken wir mal. Davon abgesehen ist es eigentlich eine recht friedliche Nacht. Sandblock 5000 Flecken. An der Leiche des Opfers festgestellten Substanz. Na dann. Who's there? You have to help me, man. This shit is burning my skin. Was ist denn das bitte für ein Zeug? Reifenspuren und Radstand stimmen überein. Ich glaube, wir haben unser Fahrzeug gefunden. Der rennt hoffentlich nicht so schnell weg. Okay. In der Wand verborgenes Kameraobjektiv. Oh weh. Das Profil des Hammerkopfs passt zu den Schädelverletzungen des Opfers. Das Brillenmodell stimmte mit dem von Jerry Jenkins überein. Und Blutgruppe AB negativ stimmt mit der vom Tatort überein. Na dann. Fragen wir doch mal unsere Zweitbesetzung. Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent! I swear! You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it! Jenkins killed her! Jerry Jenkins! The guy from TV! You have to believe me! You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free! He's the one who killed Casey! They met here yesterday! Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you.
I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it. Okay, dann warum sollte man sie dort treffen? Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Ja, und sein Motiv? Why would Jenkins kill that woman? I don't know. I wasn't there. Are you stalling? She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. Mhm. Und warum haben Sie keine Hilfe gerufen? Eine berechtigte Frage. Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. I will verify your version of events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Hurry up, please! It burns! Also gut. Wo das Objektiv hinführt, ne? Haben wir doch. Also wenn das keine Beweise sind, dann weiß ich auch nicht. So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you! However, you are guilty of concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Okay. Soviel zum prominenten Status. Na du? Er wird sich ganz sicher freuen, wenn er uns wieder sieht. Deinen Fähigkeitenpunkt könnten wir auch wieder vergeben. I always wanted to be a cop. I even applied to the academy, but it turns out that extensive criminal history and drug addiction prevent you getting in. Ja, dürften wir nochmal durch? I can't let you in, Robo. They're in the middle of a shot. This cannot wait. Huh? They say that 20 seconds in the California sunshine is too much these days. Ever since we lost the ozone layer.
I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? A stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I seen you on TV. You're glitching again. Ah, it hurts. For fuck's sake, it hurts. Aufgabe abgeschlossen. Dreh gescheitert. Weil die Zweitbesetzung ist weg und ihre Hauptbesetzung ist ja auch weg. Dankeschön. Können wir nochmal mit ihr reden? Ich glaube aber nicht. Nö. Well, that's a wrap. Sie scheint zufrieden zu sein. Okay. Gibt es da noch was Neues? Weil wir den noch benutzen dürfen? Nö. Wundert mich. Also gut.